Heute geht es um mein Betsy-Abenteuer. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nichts über Business. Ich hatte alles von meinem europäischen Standpunkt aus betrachtet. Kannst du mir die Red Flags sagen, die ich in dieser Geschichte ignoriert und einfach nicht gesehen habe? Ich verlinke dir das Video 7 Business Red Flags oben. Wenn du diese Red Flags findest, dann schreib sie mir doch in die Kommentare. Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnasen. Ich kläre seit mehr als einem Jahr über Business und die Folgen auf. Wie ich dir schon kurz verraten habe, geht es um mein Abenteuer mit einem Betsy. Ich besuchte Dougie in Ägypten. Ich hatte nicht vorgehabt, etwas mit einem Mann im Urlaub anzufangen. Das ist nicht meine Art. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, so wie es jetzt ist. Klar habe ich mich vor meinem Urlaub über die Geflogenheiten ein bisschen schlau gemacht. Ich las nur das Übliche, was einem geraten wurde, wenn eine Reise in ein muslimisches Land geplant war. Aber ihr wisst ja, es kommt immer anders als geplant. Aber ich fange am besten von vorn an. Meine Freundin holte mich vom Airport in Hurghada mitten in der Nacht ab. Sie und ihr Freund hatten einige Stunden gewartet, da mein Flieger mit Verspätung gelandet war. Ihr Freund hatte einen netten Eindruck auf mich gemacht. Die Begrüßung war warm und herzlich. Schon bald fuhren wir los in Richtung Luxor. Als wir bei ihrer Wohnung angekommen waren, lag die ganze Gasse in völliger Dunkelheit. Es gab keine der üblichen Straßenbeleuchtung, die ich so gewohnt war. Ihr Freund folgte uns mit meinem Koffer nach oben. Kurz darauf waren wir alle in unseren Zimmern am Schlafen. Wenige Stunden später wachte ich gut gelaunt auf. Meine Freundin und ihr Lebensgefährte lagen noch im Bett, als ich mich mit der Wohnung etwas vertraut machte. Rechts war der Ostteil von Luxor, geradeaus waren Bananenplantagen und links war das Tal der Könige. Ich sah ein paar Heißluftballons in die Luft steigen. Alles sehr idyllisch. Bis zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, was nachmittags kam. Meine Freundin wurde eine Weile nach mir auch wach und kochte uns erst einmal Kaffee. Einige Stunden später gesellte sich ihr Freund zu uns. Gegen Mittag brachte er uns zu den Memnons, denn das Auto war nur geliehen und er musste es zurückbringen. Und er wollte mir ja wenigstens schon mal etwas von Luxor gezeigt haben. So weit, so gut, dachte ich. Nach den Memnons fuhren wir wieder zu dem Haus seiner Eltern zurück. Ich lernte dort den Rest der Familie kennen. Die Gastfreundschaft war auf den ersten Blick sehr herzlich. Ich unterhielt mich mit den freundlichen Leuten mit Händen und Füßen. Ab und zu übersetzte einer der Söhne für mich. Es war alles so, wie Dougie mir das beschrieben hatte. Während wir draußen auf einer Bank im Schatten der Bananenplantagen saßen, machte ihr Freund das geliehene Auto sauber. Ich lernte meinen Betsy dann an diesem Nachmittag kennen. Dougies Lebensgefährte stellte ihn mir als seinen Cousin vor. Dieser vergeudete wirklich keine Zeit und lud mich ein, die Gegend rund um Luxor zu erkunden. Vor allen Dingen wollte er mir den ach so romantischen Sonnenuntergang in der Wüste an dem Tag zeigen. Natürlich lehnte ich die Einladung erst einmal ab, ich kannte ihn doch nicht. So einfach vertraute ich einem Fremden nicht, aber Dougies Freund meinte, dass sein Cousin zur Familie gehören würde. Ich könnte ihm vertrauen. Wenn er sich Freiheiten herausnehmen würde, bekäme es sein Cousin mit ihm zu tun. So ganz überzeugt war ich noch nicht, denn etwas stimmte nicht. Ich konnte es nicht so greifen, aber meine kleine Alarmglocke war im Hintergrund leise zu hören. Als Dougie dann noch zu mir sagte, dass ich ruhig mitfahren könne, denn der Cousin ihres Freundes wäre so ein lieber Kerl, bekam ich dann doch ein leichtes Schuldgefühl. Also sagte ich zu. Ich denke, du kennst es auch, dass du ein Familienmitglied oder auch guter Freundin schlecht etwas abschlagen kannst. Trotz allem wurde ich das dumme Gefühl nicht los, dass ich in eine Beziehung gedrängt werden sollte. Gegen Abend wurde ich abgeholt und wir fuhren auf dem Moped in Richtung Wüste. Der Sonnenuntergang war schön, aber mehr nicht. Um diesen Ausflug abzurunden, lud er mich am Habo-Tempel in ein Café ein. Wir saßen draußen und unterhielten uns, dachte ich eine Zeit lang. Noch kam mir nichts Schlimmes dabei in den Sinn. Ich war etwas naiv an die Sache herangegangen, hatte immer noch meine europäische Brille auf der Nase. Abends lud er mich zum Brandy ein.
Ich dachte, wir würden in ein Café oder Coffeeshop gehen. Ja, von wegen. Ich ignorierte meine kleinen Alarmglöckchen, die etwas lauter zu klingeln begannen. Ich sagte mir selbst, er gehört zur Familie. Was sollte mir passieren? Später dankte ich ihm für den Ausflug. Meine Freundin schaute etwas verwundert, als ich ihr eröffnete, dass ich nachher noch in einen Coffeeshop gehen würde. Wieder saßen wir unten im kleinen Hof auf der Bank. Sie wollte wissen, wann denn meine Begleitung kommen würde. Ich sagte ihr, dass er noch in seinem Shop arbeiten müsse. Sein Kumpel würde ihn ablösen und danach würden wir losfahren. Diese Zeit nutzte aber Duggys Freund, mich zu interviewen. Merkst du was? Ich arbeitete zu dieser Zeit als Taxifahrerin in Deutschland. Dabei wollte ihr Freund ständig von mir wissen, was ich denn so verdienen würde. Das ging ihn nichts an, aber weil er nicht locker ließ und immer wieder darauf herumritt, nannte ich ihm eine Summe, die meinem tatsächlichen Verdienst nicht entsprach. Wir unterhielten uns dann noch ein bisschen weiter. Ich war sogar etwas geschmeichelt, weil er ja einen ähnlichen Beruf ausübte, so dachte ich das. Aber er wollte sehr viel von mir wissen. Ob ich allein lebe, wo denn meine Kinder wären und Ähnliches. Ich kann euch nur so viel sagen, das sind typische Betsy-Interviews. Aber das habe ich erst sehr viel später herausgefunden, dass das zu ihren Maschen gehört. Dadurch bemessen sie deinen Wert als Geldquelle. Aber zurück zu meinem Betsy. Er holte mich mit seinem Moped wieder ab. Wir fuhren in Richtung Fähranlegestelle am Nil. Dort lag auch sein Shop, aber den lernte ich erst ein paar Tage später kennen. Er bog dann rechts ab und hielt an einem kleinen Kiosk, würde ich mal sagen. Da standen viele Männer herum und er scherzte mit denen, während ich auf seinem Moped saß und auf ihn wartete. Heraus kam er mit einer Tüte. Dann fuhren wir zu keinem Coffeeshop, wie ich zuerst gedacht hatte. Nein, den ersten Abend verbrachten wir in einem privaten Garten. Ich muss euch sagen, der Garten war wirklich wunderschön gewesen. Hohe Mauern umgaben diesen, der Hibiskus blühte und verströmte einen Duft. Boah, herrlich, wenn ich daran zurückdenke. Die Lichterketten beleuchteten den Garten. Auf der Terrasse war ein Tisch mit einer Bank und 2 Stühlen. Alles war sehr ansprechend. Da hatte sich wirklich jemand Mühe gegeben, ein romantisches Szenario zu gestalten. Mein Betsy verschwand im Haus und kam kurze Zeit später mit 2 Gläsern, dem Brandy und der Cola zurück. Der Abend verlief den ersten Anschein nach ganz angenehm. Wir hatten uns einfach nur unterhalten. Ich achtete aber darauf, dass ich nicht zu viel Alkohol bekam. Ich verdünnte mir den Brandy mit Cola immer mal wieder. Wenn er den Alkohol nachfüllen wollte, legte ich meine Hand auf das Glas. Ich kannte ihn nicht und ich wollte einfach nicht betrunken sein in Gegenwart von Fremden. Er lud mich dann noch ein, das Kloster in der Wüste zu besuchen. Erst nach dieser Zusage brachte er mich zurück. Später erfuhr ich von Duggy, dass sie ihren Freund erst einmal Vorhaltung gemacht hatte, warum er mich so ausgefragt habe. Sie war zu diesem Zeitpunkt echt sauer auf ihn gewesen. Nach diesen Vorhaltungen begann aber ein kleines Drama. Ihr Freund war aufgebracht in der gemeinsamen Wohnung hin und her gelaufen. Angeblich war er sehr besorgt um mich gewesen. Scheinbar glaubte er zu diesem Zeitpunkt, dass sein Cousin etwas mit mir anfangen wollte. Das irritierte mich dann doch ein bisschen. Denn dieses dumme Gefühl, zu etwas gedrängt zu werden, kam während des Gesprächs wieder hoch und ließ sich nicht abschütteln. Meine Freundin musste ihren Freund immer wieder versichern, dass ich auf mich alleine aufpassen könne und nichts laufen würde zwischen mir und seinem Cousin. Heute weiß ich, dass es alles zu seiner Show gehörte. Das diente nur der Verschleierung seiner Absichten. Während mein Betsy mir die Gegend zeigte, war er sehr höflich und zurückhaltend. Die Ausflüge endeten immer in dem Café gegenüber dem Habo-Tempel. Wenn ich ihm vorschlug, auch mal die Getränke zu bezahlen, reagierte er wie eine kleine Drama-Queen. Mir war es unangenehm gewesen, dass er mich immer wieder einlud.
Ich muss einwenden, dass hier wieder meine europäische Betrachtungsweise im Weg stand. Aber zurück zur Geschichte. Auch die Zeit, die er mit mir verbrachte, um mir die Gegend zu zeigen, war für mich nicht selbstverständlich. Mit der Übernahme der Rechnung wollte ich mich nur erkenntlich zeigen. Das sagte ich ihm auch, aber wie erwähnt, reagierte er wie eine kleine Drama-Queen. Also gab ich nach und ich ließ ihn dann bezahlen, denn ich hatte keine Lust auf dieses Drama. Das hatte ich schon in der Vergangenheit zur Genüge kennengelernt. Das brauchte ich nicht mehr in meinem Leben. Ein paar Tage später zeigte er mir auch zwischendurch stolz seinen Shop, wenn Dagi und ich auf unseren Streifzügen durch Luxor kurz bei ihm Halt machten. Dagi war einfach nur froh gewesen, dass jemand mir die Gegend zeigte, denn ihr Freund arbeitete scheinbar täglich bis spät in die Nacht und hatte keine Zeit, uns herumzufahren. Mir persönlich machte das nichts aus, nicht alles sehen zu können, denn ich hatte mir fest vorgenommen, noch ein paar Mal nach Ägypten zu kommen. Nach dem Besuch des Habo-Tempels waren wir wieder in diesem besagten Café. Wieder unterhielten wir uns ganz normal. Da lud er mich wieder ein, diesmal zu einem Glas Wein. Ich dachte mir nichts dabei, denn es war ja bis dato nichts passiert. Ich dachte auch noch, dass ich mit ihm diesmal in einen Coffeeshop gehen würde. Und ich hatte mir fest vorgenommen, an diesem Abend die Getränke zu bezahlen. Ich kann euch nur sagen, das war wieder sehr blauäugig von mir gewesen. Wieder holte er mich mit dem Moped an diesem Abend ab. Wieder fuhren wir zu dem besagten Kiosk. Wieder kaufte er dort ein und kam mit einer Tüte heraus. Wieder scherzte er mit den herumstehenden Männern. Wieder fuhren wir weiter, diesmal aber vorbei an Zuckerrohrfeldern. Dort standen einige Ägypter am Straßenrand und verbrannten ihren Müll. Dann hielten wir an. Die Straße war auch hier nicht beleuchtet. Ich konnte kaum etwas in der Dunkelheit erkennen. Ich folgte ihm über einen kleinen Steg zu einem Haus. Auch dort war außen alles sehr dunkel. Keine Außenbeleuchtung am Haus, nichts. Plötzlich beschlich mich dann doch ein mulmiges Gefühl, das ich aber wieder ignorierte. Das Haus selbst war innen hell erleuchtet. Ich hörte den Fernseher laufen. Dieser Abend verlief nicht so, wie sich mein Betsy es sich gedacht hatte. Er bat mich, auf dem Sofa Platz zu nehmen und verschwand in den Küchenbereich. Dort hörte ich ihn herumhantieren. Ich fühlte mich in dieser Umgebung nicht wohl. Vielleicht lag es daran, dass diese Gegend so einsam wirkte, oder es lag auch an dieser Wohnung, keine Ahnung. Ich atmete tief durch und beschloss erst einmal ruhig zu bleiben. Eine gewisse Neugier konnte ich auch nicht ausschließen. Trotz allem konnte ich förmlich riechen, dass etwas in der Luft lag. Er kam mit 2 Gläsern und der Flasche Wein zurück. Er goss mir das Glas voll. Ich nippte nur kurz daran und ließ den Wein stehen. Wieso, konnte ich nicht sagen, aber mein Bauch hielt mir auf der Hut zu sein. Sein Benehmen dagegen änderte sich immer mehr. Er wurde nervös und wippte die ganze Zeit mit seinen Beinen auf und ab. Dabei rauchte er eine Zigarette nach der anderen. Sein Glas Wein stürzte er herunter wie Wasser und goss es sich wieder voll. Das Gefühl, dass etwas hier gewaltig nicht stimmte, verstärkte sich. Und dann kamen seine Komplimente. Ich muss dabei sagen, auf unehrliche Komplimente reagiere ich nicht mehr. Diese überhöre ich geflissentlich. Mein Ex-Narz hatte diese in der Vergangenheit bei mir benutzt. Da bin ich einmal drauf reingefallen. Aber das war vor langer, langer Zeit gewesen. Aber du weißt ja, dass dich Erfahrungen in gewisser Weise prägen. So war es auch bei mir. Nur eines seiner Komplimente ist mir direkt im Gedächtnis haften geblieben. Er sah an meinem Knöchel einen Moskitostich. Ich muss dabei sagen, ich trug immer eine lange Sommerhose, war also nicht unangemessen gekleidet gewesen. Dabei kam ihm dann ein Spruch über die Lippen, der in meinen Ohren vor Schleim nicht zu überbieten gewesen war. »Du wirst wieder nach Ägypten zurückkommen«, verwundert fragte ich noch. »Warum?« »Weil dein Blut schon hier in Ägypten ist«, und deutete auf meinen Moskitostich.
Dabei wirkte er in einem kurzen Moment sehr von sich überzeugt. Doch dann schimmerte seine Nervosität wieder durch. Er trank sein Glas Wein leer, drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und zündete sich prompt eine neue an. Ich starrte auf den Fernseher, ohne etwas von dem Film mitzubekommen. Meine ganze Aufmerksamkeit war auf meinem Betsy ausgerichtet. Ich wollte ihm aber nicht zeigen, dass ich irgendwie alarmiert war von seinem untypischen Verhalten. Plötzlich stand er auf, schritt hinter dem Sofa auf und ab und zog immer wieder an seiner Zigarette. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken. In meinem Kopf schossen verschiedene Szenarien durch. Ich konnte noch nicht einmal meine Freundin oder sonst jemanden anrufen, denn ich wusste ja nicht, wo ich war. Ich hatte nirgends Straßenschilder gesehen. Aber zurück zu meinem Betsy. Was hältst du von Heirat? Mit dieser Frage nahm der Abend ein abruptes Ende. Dieser Antrag kam für mich aus heiterem Himmel, aber er meinte es sehr ernst. Dabei hatte er nie über Liebe, gemeinsame Zukunft oder Ähnliches gesprochen. Was jetzt kam, damit hatte er wiederum nicht mit gerechnet. Ich sagte ihm unmissverständlich, dass ich nicht auf der Suche war. Ich brauchte keinen One-Night-Stand, keine Affäre und schon gar keine Ehe. Ich bin ein gebranntes Kind. Ich wäre eine sehr unabhängige Frau. Ich gebe mein hart verdientes Geld nur für mich aus und für niemand anderes. Er war selbst völlig überrascht von meiner Reaktion gewesen, wohingegen er sich beleidigt fühlte. Auf dem Rückweg nahm er jedes Schlagloch auf der Straße mit, das er finden konnte. Es war wohl seine Art, seinen Frust über den Ausgang des Abends auszudrücken. Wortlos brachte er mich also wieder zurück. Ich stieg ab, bedankte mich ironisch für den schönen Abend und er brauste sofort davon. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass Ägypter ihre Wohnungen oder Häuser in dieser Gegend stundenweise vermieteten, damit die Betsys sich mit ihren Touristinnen vergnügen können. Also bin ich noch einmal mit dem blauen Auge davongekommen. Heute vermuteten meine Freundin und ich, dass ihr Freund damals es mit Absicht so eingefädelt hatte. Denn das war mir doch sehr schnell gegangen. Wenige Stunden nach meiner Ankunft wurde ich eingeladen. Auch die angeblich viele Arbeit war für Duggys Freund nur ein Vorwand gewesen. Damit ich Zeit mit seinem Cousin verbringen konnte, auch dass er mich immer erst nach Hause brachte, wenn er die Zusage für den nächsten Ausflug bekam, gab mir zu denken. Ich wurde auch später dieses Gefühl nicht los, dass da etwas nicht gestimmt hatte. Das ist bis heute geblieben. Von Dougie habe ich im Nachhinein noch erfahren, dass mein Betsy immer wieder Europäerin versucht hatte zu erobern. Die Frauen bescherten ihm einfach kein Glück. Sie sagten ihm immer wieder, dass sie kein Geld hätten. Meistens war es auch so, aber er versucht sich immer noch als Betsy. Leider ist er dabei nicht so erfolgreich wie seine Cousins. Hast du die Red Flags gefunden, die ich ignoriert habe? Hast du auch das Muster erkannt, das mein Betsy angewandt hat? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr bis dahin dran geblieben seid, dann abonniert noch schnell unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der Videos mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr noch mehr Betsy Stories hören wollt, ich habe dort noch eine Playlist verlinkt.